Was tun, wenn man Raphael bestellt hat und Giovanni bekommt? Klar, man hätte einen Zettel schreiben sollen. Egal, Raphael oder Giovanni, du hast es vielleicht schon gemerkt, ich verschlüssele gerade beliebte Süßigkeiten. Ich will ja keine Marken nennen. Also, kein Problem, verpacke ich eben statt rund und kokosraspelig, länglich und nussig. Hier meine Anleitung für eine gute Laune-Gruß, eine Knusperkugelverpackung als Box ohne Kleben. Bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Jo, zu unserer Verpackung. Du hast es dir vielleicht schon gedacht, da drin sind die kleinen nussigen Knusperkugeln. Ich mache hier mal das Bändchen ab, ich könnte auch die Schleife aufmachen. Ich mache das so. Eine Box ohne Kleben geht schon auseinander und drinnen, du siehst es, da sind sie, die Verpackung kennst du. Lege ich mal gleich beiseite, ehe da irgendwas schief geht. Und so einfach ist die Verpackung. Das ist eine Box ohne Kleben und die kann man übrigens in jeder Größe machen. Hätte ich jetzt die kokosraspeligen Kugeln da gehabt, dann hätte ich die verpackt. Aber nun, wie gesagt, die längliche Variante. Es geht gleich los. Ich zeige dir kurz noch meine Box mit dem Geschenk von wegen ich wünsche mir nichts. Die ist komplett leer und drin steht, ich hätte dir einen Kuchen gebacken, aber ich habe ihn gegessen, deswegen bekommt man nichts. So einfach. Jo, wie schon gesagt, man kriegt das in jeder Größe hin und wir verpacken jetzt diese Knusperstangen und wir brauchen dafür ein A4-Blatt und einige Farbkartonreste und Stempel nach Wahl. Ich habe das Stempelset Bärenstark genommen, für alles was mit süß zu tun hat. Und den Gute-Laune-Gruß, weil das finde ich besonders passend. Und zur Jahreszeit sind die eben auch ideal zu verpacken, weil die schmelzen nicht so. Wären zwar warm in der Hand, aber gehen dann immer noch zu essen. Am besten sind sie natürlich eisgekühlt. Okay, das Papier. Wir schneiden uns die Größe zurecht. Ich brauche einmal den Spicker und dann nie wieder. Und zwar in den Maßen 15 x 28 cm. Und das reicht dann komplett für unsere Verpackung. 15 cm und die lange Seite auf 28 kürzen. Und alles weitere arbeiten wir mit der Zahl 3 heute. Ich mag das ja immer schön leicht und einheitlich, damit mir da keine Fehler passieren. Genau. Heben wir alles auf, brauchen wir noch. Jetzt legen wir uns das Papier ein und falzen einmal links an der langen Seite an und falzen bei 3 cm. Schön gerade. Links und rechts eine Falzlinie. Und dann falzen wir an der kurzen Seite auch jeweils bei 3 cm. Also wir legen es an bei 3 cm. Ich mache das den ersten meistens auf der rechten Seite. Sieht man besser. Drehe dann einmal um. Hier sind die 3 cm. Gehe weiter auf 6 cm. 9 cm. Und 12 cm. Wunderbar. Das war's mit dem Falzbrett. Jetzt brauche ich Lineal und ein Falzbein. Suchen wir schon wieder, da ist es. Und markiere jetzt, damit da nichts schief geht, falte ich das einmal auf, dann siehst du das ganz genau. Ich markiere in dem Fall vom mittleren Steg, das ist hier dieser, angelegt an die Ecken, jeweils diagonal zur nächsten Kreuzung. War das verständlich? Ich hoffe. Linke Seite, rechte Seite auch und dann zeige ich das nochmal hoch. Kreuzung. Okay, ich zeige das nochmal, am besten an diesem hier, da siehst du es, weil es gut geknickt ist. Wir haben hier also die Felder 1, 2, 3, 4, 5, jeweils 3 cm breit. Links und rechts ein Feld von 3 cm. Hier entstehen lauter Quadrate, die brauchen wir für unsere Faltung. Und hier sind die Diagonalen. Ich nehme also die Mittelfläche, das Mittelfeld und ziehe von da die Diagonale schräg nach unten, schräg nach oben zur nächsten Kreuzung. Das war's. Und jetzt falzen wir alles. Und zwar einmal, zweimal,
viermal und du siehst schon, das ist meine komplette Umverpackung. Jetzt die schrägen falzen wir auf, komplett, und die diagonalen falzen wir in diese Richtung. Eine Seite, zwei Seiten und die andere Seite genauso, einmal und zweimal. So, jetzt lege ich mir das hin, falte die eine Seite, stelle sie auf, nehme die andere Seite, falte sie drüber, falte die Ecke rum und schon habe ich meine Verpackung. Und wenn es gut gefaltet ist, und das machen wir jetzt nochmal, das ist natürlich der Vorführeffekt, dann hält das auch von selber. Und die Box ist ohne Kleben. Wir machen dann nachher noch das Bändchen drum hier, damit das Ganze hält. So einfach die Verpackung. Jetzt kommt die Süßigkeit rein, du weißt, wie sie heißt. Wir falzen das hier, die Ecken, einfach reinknicken. Fertig, das Band drum. Ja, so schnell geht diese Verpackung. Und jetzt wollen wir sie natürlich noch fertig ausgestalten. Dafür falte ich das wieder auf und ich habe mir überlegt, ich habe ein bisschen an der Verpackung rumgeschaut und bin dann zum grünen Apfel gekommen, zum Glutrot und zu Papaya. Und dann stempel ich die Schrift einfach komplett in Glutrot. Und ich weiß ja, dieses ist die Mitte, also stehen diese Felder nach oben. Also möchte ich die Schrift so rum haben, dass sie in diese Richtung geht. Jetzt könntest du dir das alles anzeichnen. Du weißt ja, ich bin da ein bisschen schnell bei der Sache. Mach das so, eine Seite, einmal umgedreht, gegenüberliegend in die andere Richtung. Zweite Seite. Wunderbar, einmal putzen. Da gibt es ja immer 1000 Möglichkeiten zur Gestaltung. Gute Laune, groß packen wir schon mal die Sonnenblumen rein. Nehmen uns dann da die 2 Blätter raus. Hier sind sie. Das falte ich mal schnell zu und setze jetzt Blätter hier daneben. Könnte auch noch ein bisschen mehr ransetzen. Gucke ich mir gleich mal an. Hier andersrum. Hoch. Da gibt es ja nur Möglichkeiten ohne Ende und ich gestalte das wirklich noch ein bisschen weiter, weil da kann ruhig noch ein bisschen mehr drauf. Putze ich auch. Kann ich auch schon wegpacken. Was haben wir noch gestempelt? Jetzt gehe ich mal in das Stempelset Bärenstark und da habe ich Genieß an deinem Tag das süße Leben. Das stempel ich wieder mit Blutrot und zwar auf die Seite, die oben liegen wird, und das wird diese hier. Dann mache ich es auch wieder in diese Richtung und stempel das Mittel drauf. Nicht ganz gerade, stört aber nicht. Ist ja handgefertigt, darf man das auch ein wenig sehen, dass das mal etwas tief ist. Genau, soweit. Ja, was brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir noch die Giotto-Krümel. Und die mache ich in Papaya. Da hast du bestimmt einen Hintergrundstempel, der Sand zum Beispiel andeutet oder Bläschen oder sowas. Und das setze ich jetzt hier einfach überall zwischen. Das ist meine Hintergrundgestaltung. Einiges, das sind die Kekskrümel oder Nusskrümel. Überall, wo ich denke, da ist noch Platz, kommt das hin. Und fertig ist das. Jetzt kommt die Sonne raus. Ehe ich jetzt umstelle, hoffe ich, dass du damit trotzdem zurechtkommst beim Schauen. Ich zeige das mal hoch. So ist meine Gestaltung. Es ist diesmal gar nicht so viel, weil wie gesagt, ich darf mal so ein bisschen edel bleiben. Und hier habe ich oben einen Kerbe reingesetzt, also einen Halbkreis, damit man das besser öffnen kann. Braucht man aber eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen noch diesen Anhänger. Und zwar brauchen wir dafür den Stempel Süß Grüße und die Blätter. Und die stanzen wir uns mal eben schnell aus. Hin, das beiseite. Hier oben ist auch schön. Und jetzt habe ich mal schnell die kleine Stanzprägemaschine. Nehme mir die Platten dazu und die 2 Stanzformen von diesen Blättern hier. Die
Hier ist noch ein wenig grüner Apfel. Den brauchen wir natürlich auch. Und stanze das mal kurz aus. Schauen, ob das hier mit einer funktioniert. Es funktioniert sauber ohne Ende. Tatsache. Nummer 1. Und das Ganze nochmal als Nummer 2. Ja, jetzt haben wir schön Sonne. Man freut sich ja über Sonne, aber so auf dem Arbeitstisch ist das ja auch nicht so ganz der Kracher. Ich bin etwas spät dran. Normalerweise drehe ich meine Videos am Vormittag. Da ist die Sonne gechillt auf der anderen Seite von der Hütte. Aber heute ist das nicht mal so. So, jetzt müssen wir das hier vorsichtig ausbauen. So ist es. Und jetzt brauche ich noch einmal dieses Blatt, und zwar nehme ich mal Vanille pur. Lege das hier drauf. Ja, nun ist es weg. Ich hoffe, ich finde es. Ich komme wieder, da bin ich. So, noch einmal. Genau. Und da haben wir alles, was wir brauchen. Die Blätter kommen wieder ins Körbchen. Die Stanzprägemaschine hinten an die Wand. Alle Platten beiseite. Und dann machen wir die Konstruktion. Also hier dieses eine Blatt und wir haben das filigrane Blatt mit den Adern und die Grundlage dafür und das Ganze nochmal. Die setzen wir jetzt aufeinander. Klebematte. Ich nehme mal schnell, weil es schnell gehen muss, diesen Klebstoff. Präzisionskleber würde da auch ganz gut gehen. Oder auch Tombow, wobei das natürlich ein bisschen frickelig ist. Deswegen mache ich das nicht. Tombow. Ich greife mal auf Altbestände zurück. So, und klebe einfach die Adern hier. Passt perfekt, das geht ganz schnell. Ist ja, und ist eigentlich total schicki. Und dann habe ich das dritte Blatt. Und dann nehmen wir uns nochmal Blutrot und hoffen, dass die süßen Grüße hier drin sind. Nicht, dass ich sie verschleppt habe. Hier sind sie. Ein tolles Set. Du weißt ja, damit habe ich schon ein Teebüchlein gemacht. Und eine Dreieckskarte. Und Designerpapier gestempelt. Und eine Shopping Bag, also eine Tasche. Jo, Stempel beiseite, Stempelkissen auch. Jetzt habe ich hier meine Lochzange für das kleine Loch und loche mal ganz kurz hier in die Ecke ans Blatt. Ein kleines Loch, was uns natürlich wieder herausfordern wird. Aber wir stellen uns ja gern allen Herausforderungen. So, dreimal das kleine Loch und dann, kennst du das auch? Ich erinnere mich immer noch, wie früher so, als ich war ja auch, selbst ich war mal klein, in diese Nähkästen bei meiner Mama und bei meiner Oma reingeschaut habe und wirklich total begeistert war von diesen spannenden Elementen. Und dann gab es dieses hier. Kennst du? Ein Nadeleinfädler. Musste man auch sehr vorsichtig mit umgehen. Da konnte schnell gemerkt werden, dass da jemand am Nähkästchen war. Wenn das abgebrochen war, vorne war es praktisch nicht mehr benutzbar. So, so ist die Schachtel. Das heißt, wir wickeln jetzt hier gemessen einmal, zweimal rum, ruhig ein bisschen länger. Heute mal nicht so knausern. Hier abschneiden. Ein tolles Fädchen. Da sind übrigens 4 verschiedene, glaube ich, oder 5 verschiedene im Pack. Cordel Basics im Set. Total cooles Ding. So, jetzt nehme ich meine Nadeleinfädler. Will die süßen Grüße mit dem Text vorne drauf haben. Und hänge die jetzt alle hier rein. Fädel es also praktisch. Habe ich das dritte Blatt verschleppt. Wer es findet, bekommt den Finderlohn. Das ist ja immer im selbe hier. Ah. So nicht, da ist es wieder. So,
Hier, ich zeige das mal. Ich hänge das einfach, siehst du das, an dieses dünne Teilchen, an diese Membran. Davon nennen wir es immer Membran. Ich leg mal die Hand hinter. Sieht man auch nicht. Mann, Mann, Mann. Sieht man es so? Vielleicht kennst du es. Da ist ein ganz dünnes Drähtchen dran und da fädel ich das praktisch drauf. So, und jetzt nehme ich mein Fädchen, wurzel das hier durch und fasse das Ganze an und ziehe es durch und da haben wir alles draußen. Jetzt hängen wir das wieder dahin, dass es uns nicht verloren geht. So, und jetzt nehmen wir hier einfach ein Stückchen, so viel, also mal 15 cm vielleicht. Zu viel, nicht zu wenig, und machen hier diesen Nähknoten, Schneiderknoten und ziehen den relativ fest, aber so, dass das Ganze noch so ein kleines bisschen wackeln kann. Das ist auch nett. So, dann holen wir uns vielleicht noch eine Ladung Glue Dots raus. Brauchen wir gleich. Aber jetzt Süßigkeit rein. Du weißt welche. Das Ganze zu das Fädchen nehmen. Die eine Seite hier festhalten. Ende und die andere Seite jetzt zweimal rumschlingern. Das Ganze schön nach oben schieben. Knoten machen. Nebensetzen und Schleifchen binden. Also der funktioniert nicht ganz so gut wie sonst, aber es geht. Wir schieben es noch ein Stück nach rechts. Ne, es ist links. Wir schieben es nach links. Hier ist das Schleifchen. Die Enden. Und jetzt setze ich die drei einfach noch ein bisschen aufeinander und das mache ich mit den Glue Dots. Wo sind sie? Ich suche sie wieder. Hier. Echt schöne Sonne, aber man sieht nichts. Das eine nach oben. Ist wie vorhin. Vorhin das gleiche. Klebt überall, nur nicht da, wo soll, nämlich am Finger. So, besser. Jetzt besser, jetzt besser. Eins. Und das zweite Blatt zeigen wir mehr nach unten. Noch ein Klebepunkt. Noch ein Glue-Dottchen. Hier sind sie, die Freunde. Hinten rangesetzt. Dranbleiben und drauf. Schieben wir noch ein Stück. Zusammendrücken. Ja, und fertig ist unsere elegante Schachtel oder unsere tolle Box ohne Kleben mit dem gute Laune Gruß und der Süßigkeit drin. Genieße an deinem Tag das süße Leben. So schnell kann es gehen. Und kein Problem, die eine Verpackung oder die andere Verpackung. Es ist alles das gleiche Prinzip und du weißt jetzt schon, demnächst zeige ich dir was. Genau, die Verpackung für Raffaello. Nein, Quatsch, falsch, für Raphael. Jo, okay, fertig, mein Projekt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Wenn du noch auf die Glocke neben dem Abo-Button klickst, verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alles Wichtige zu dieser Verpackung und überhaupt und zu mir und zu meinem Blog steht in der Beschreibung unter meinen Videos. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.